Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Mein Name ist Talladir. Ja, ich habe gerade schon wieder vergessen, was sie hier spielen. Oh Mann. Oh Mann. So, ja, wir haben in der letzten Episode den Vault 114 vertüdelt. Und jetzt schießen wir der Alten mal den Schädel weg, weil sie das nämlich verdient hat. Allein ihr hat mich schon wieder so wütend gemacht, dass ich einfach nicht anders konnte. Ich habe keine Ahnung, bitte entschuldigt. Ich weiß nie, was los ist. Ich drehe gerade durch. Warum auch immer. So, hier ist nichts. Okay. Ammonium. Blanco Bran Mac and Cheese. Oh. So, mal da drunter, ne? Das sieht schon wieder so Brain Fungus. Jetzt keine Lust, dass hier irgendwas Nerviges ankommt. Mal hier. Hacksaw. Oh, der hat sich den Arm abgeschnitten. Ihhh. So, hier oben haben wir ja noch einen Typen. Jedenfalls, wenn wir jetzt aufs Dach rauskommen, der die ganze Zeit da rumnervte. Stealthy. Wo ist er? Hey Typ, wo bist du? Peekaboo! Ja. Peekaboo trifft's ganz gut. Aber du hast verloren. So, der ist kaputt. Glow-sighted, calibrated, powerful hunting rifle. Of deadly boom. Muffled alloy, Gedöns. Nee. Muffled alloy wollen wir nicht. Lass mich hier hoch. Aha. Ach, jetzt habe ich das Combat Rifle mitgenommen. Na egal. So, wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Wir müssen hier eh nach Boston Dingsbums zurück. Noch 2. Na gut, ja. Da macht das nichts. Auf jeden Fall haben wir dann eine ganze Menge zu verkaufen. Wenn wir gleich in, wie heißt die Stadt? Diamond City wieder sind. Und ich denke, das trifft dann ganz gut, dass wir uns da ein wenig eindecken mit Decken und Deckenlampen und Deckenflutern. Das sind nämlich die Dinge, die man sich an die Decke pappt, dass da ganz viel Wasser rumflutet. Oder auch nicht. So. Oh, Alter, du siehst gar nicht gut aus. Will ich mal zum Arzt gehen. So. Dann ab zurück nach Dingsbums City. Okay. Nein, ein Packbraten. Es ist tot. Es war so klar. Es war so klar. Automatic Laser Pistol. Was können wir weghauen? Was können wir weghauen? Der ist 25 wert. Das sind 125. Haben wir irgendwelche Klamotten dabei? Ui. Ui, das ist auf jeden Fall besser. Hier haben wir jetzt 91. Und jetzt sind wir auf 98. Holy crap. Left Leather Leg.
Waschen wir das schon mal raus. Strengthen, Shadow. Ne, das ist das Ding, was wir jetzt haben. Sturdy Leather Piece. Okay, das Ding hat ganz... Puh. So, wir haben nachgeladen. Juhu. Oh, wie gut, dass ich mit dem Ding so schön treffe. So. Doch. Die. Peng. Pum. Pum. Warum zum Teufel mache ich eigentlich im Wetz weniger Schaden, als wenn ich so auf die drauf schieße? Kann mir das bitte jemand mal erklären? Das habe ich bis jetzt noch nicht so richtig verstanden. Warum das wirklich so ist. So, hier haben wir einen Trader. Oh. Sehr gemein. Tja, hättest du mal, ach, jetzt komme ich da nicht durch. Ach, Mensch. Und hier ein paar Leute noch mit dazu geholt, die auf dich aufpassen. Und zum Beispiel mich. Jetzt gesagt, jo, hier. Alex, alte Rinde. Wie sieht's aus? Hast du Bock? Hier ein bisschen auf mich aufzupassen. Dann hätte ich gesagt, yo. Boston Public Library. Okay, sehr schön. So, hier, die Idioten dürften wir ja noch alle tot haben. Die dürften wir noch tot haben. Ist auch ein sehr schöner Satz. Das hier dürfte ein Seiteneingang sein nach Diamond City. Vielleicht. Weiß ich nicht. Mal gucken. Oder auch nicht. Plüpp. Yes. Bottles. Zigarrenbox. Okay, das Radio, das Funkgerät können wir nicht anmachen. Aber das war jetzt kein Versprecher, weil Radio ist ja, ne? Halt im Englischen Radio. So Funkgerät und so. Ach ja, das war das, wo die Hunde auf uns gewartet haben. Da liegt was. Ach, empty. Empty wollen wir nicht. Wir wollen nur richtig schönes. Das ist ein Turret MK1. Jo. Ist auch schon ein bisschen nachlässig von euch, Leute, dass ihr hier wirklich nur so ein MK1-Turret habt. Da hättet da mal was Stärkeres reinmachen sollen. Jo, danke. Geh mal rein und so. Bye bye. Valentine's Detective Agency is run by private investigator Nick Valentine, who has helped many of the residents of Diamond City over the years. Aha. Ja. Und er ist ein Sünd. So, wir sind jetzt mal auf dem Weg zu ihm. Read the paper, mister. Trust me. Ja. So. Carlos hatte doch immer eine gute Sache. Got some great stuff, if you're interested. Aber sowas von Carlos. Sure. Let's take a look. Self-defense at its best. At its best, da müssen wir gucken. So, haben wir hier das und das. Sind wir schon mal bei 100 und SY Dingsbums. Plasma. Nee, das. 170 Caps haben wir hier so mal. Das ist ja schön. So, machen wir es Gewinderes. Es drängend Gedöns. Alles sehr schön. Schauen wir hier, ob wir haben hier, erstmal schauen wir, was wir kaufen wollen. Eine Plasma
Pistole. Mhm. Das ist ja schon mal sehr, sehr schön. Das, was ich jetzt gerne irgendwie noch hätte, wäre so ein Revolver. Also ein richtig... Ja, sowas ähnliches, aber das ist ja nur eine Pistole. Aber also halt so ein Gott, wie war das? In Fallout New Vegas war das so ein Hunting Revolver und den fand ich richtig geil. Nehmen wir das Ding hier einfach mal mit? Ach ja, warum nicht? Nehmen wir einfach mal mit. Gucken wir mal. Das Ding kann weg. Dann der Bourbon. So, Eiskold, Iguana, Jet. So. Dann, was haben wir noch? Nudelsoup. Psycho. Ne, das heben wir uns mal auf. Radix wichtig. Stealth Boy. Mach ich davon 5? Sweet Roll. Die können auch weg. Tato Flower. Whisky. Ja, nehmen wir einfach mal alles weg. Schauen wir mal, was er noch so hat. Imperials Protectors, Right Arm Guard. Reduce Damage von... Achso, ja. Vom Super Mutants. Das hatten wir. Okay. Combat Armor. Okay. Aber die sind alle wesentlich schlechter, wenn man das hier so anschaut von den Werten her, als das, was ich gerade trage. Außer das hier. Pocketed Fiberglass Combat Armor Chest. Ui. Ist schon mal nicht schlecht. Das können wir uns mal ganz kurz dann im Auge behalten. Auch nicht allzu dolle Welt. Es tut weh, sowas im Auge zu haben. Und hier haben wir Strengthen, Girded, Leather, Right, Größe. Nee. Wir gucken mal weiter. Munition ist nämlich auch immer sehr, sehr wichtig. Waffen. So, die wird er höchstwahrscheinlich nicht haben, die Waffen. Die Dingsbums. 216, okay, das heißt, wir können nochmal richtig schön Zeug an den Typen verballern. Das wären 2200. Uiuiuiui. So, der hat 440. Das kostet 20. Machen wir mal. Machen wir mal so. Wir kriegen 500 und dementsprechend können wir hier noch ein bisschen was an Munition einkaufen. So, 10 mm Pistole, 10 mm Schuss, das wären 200 Gedöns. Brauchen wir so viel? Ne, ich glaube nicht. Das sind Zellen. Cryo-Zelle, okay. Tactical Combat Rifle sind 45. Oha. Was sind 297 Schuss? Das ist wirklich eine ganze Menge. Können wir nämlich dann nochmal unseren... noch ein bisschen von dem Pre-War Money reinhauen. So, dann haben wir das schon mal sehr schön. Dann brauchen wir... Brauchen wir die? Ne, wir brauchen gar nichts. Wir haben jetzt erstmal genug.
Machen jetzt hier nochmal so viel rein. Plop, 300. Accept. Jo. Danke schön. So, was habe ich jetzt gerade gekauft? Nichts wirklich Interessantes, oder? Doch, die Snub-Nosed Pistol Gedöns hier, die da. Snub-Nosed 44er. Weapons Workbench. So, Shotscope. Okay, ich habe davon gar nichts dabei. Bullbarrel. Wuhu. Das ist schon mal interessant. Don't walk outside the wall undefended. Oh, High quality protection for sale. Schreit doch nicht so. So, das können wir dann mit dem nächsten Level machen. Ah, es ist schon, ist okay. Da haben wir auf jeden Fall was Nettes gekauft. Das sind nämlich 45er Magazin. Können wir hier irgendwas machen? Adds Energy Damage, okay. Den hatte ich euch noch gar nicht gezeigt, was man damit machen kann. Also wie ihr seht hier, ich brauche Science 3. We got a free workbench for all your modifications. Doch mal die Klappe. Hier brauchen wir Science 2 und Science 4 für ein großes Magazin. Also ich muss sagen, dass das hier schon irgendwie sehr, sehr cool aussieht. Na, schauen wir einfach mal, was so die Zukunft da für uns bereit hat. Thank you. It's like I can finally think straight. Hey, Sheffield. What do you think about coming to work for me? Really? What? You mean it? That's right. Okay. Dann schicken wir den doch einfach mal nach Sanctuary Hills. Okay, I'll do it. Ich bezweifle, dass der da ankommt. Aber egal. Das ist ja nicht unsere Schuld. Der Jumpsuit tritt dir gleich mal in den Arsch, Alte. Kick dich mal an, wie du aussiehst. Lumpenpack. Das reicht's ja aber mal langsam. Also, weil du spielst ja wohl hier, sag mal. Also, das gibt's ja echt nicht, sag mal, hier oder wie oder was oder wer oder wo. Ja, guck dir das mal an, was du hier hast auf dem Kopf da. Guck mal, das hier alles. Spinnt doch wohl hier einfach einen auf dicke Hose zu machen. Guck mal, wie siehst du denn aus mit deinem Jumpsuit? Ellie? Are you here? Oh nein. Ah, doch. Oh God, it's really you. Well, it's hard to mistake this mug for anyone else. You keep laughing at death. Someday death's gonna laugh back. Not as long as I got a few friends to back me up. You saved Nick, this agency, and my job. Thank you. Hey, happy to do it. Yeah? Go diving into scary pre-war ruins all the time then, do ya? Here. I know an amount wasn't on the table when you went out to find him, but you deserve a reward. Plus a little something extra. You know, if you're looking for work and don't mind putting on the detective hat, Nick sure could use a new partner. Whoa. One case at a time, Ellie. Our new friend needs our help first. All right, let's get down to business. Take a seat. Make yourself comfortable. Na dann, wollen wir mal ein bisschen was... When you're trying to find someone who's gone missing, the devil is in the details. Tell me everything you can, no matter how painful it might be. We're looking for my son, Shaun. He's less than a year old. Why would anyone take him? Good question. Why your family in particular? And why an infant? Someone would be taking on all of his care, and a baby needs a lot of it. What else can you tell me? We were in a vault when it happened. Vault 111. It was some kind of cryo facility. You were on ice, huh? More importantly, you were underground, sealed up. There's a lot of obstacles to get through just to take one person. Anything else you remember? My wife was murdered. She was trying to keep them from taking Shaun, and they just... It's okay.
You don't need to say anything more. So, we're talking about a group of cold-hearted killers, but they waited until something went wrong to resort to violence. Well, that confirms it. This isn't a random kidnapping. Whoever took your kid had an agenda. There's a lot of groups in the Commonwealth that take people. Raiders, super mutants, the Gunners, and of course there's the Institute. So you think this Institute is responsible? Well, they're the boogeymen of the Commonwealth. Something goes wrong, everyone blames them. Easy to see why. Those early model synths of theirs strip whole towns for parts, killing everything in their way. Then you got the newer models, good as human, that infiltrate cities and pull strings from the shadows. Worst of all, no one knows why they do it, what their plan is, or where they are. Not even me. And I'm a synth myself. A discarded prototype, anyway. You're a prototype? As far as I know. Never seen any other synth like myself. There's the older ones that are dumb as rocks and all metal. And there's the newer ones that are almost human. I'm somewhere in between. Either way, I need to find Shaun. You're right. The speculation is getting us off track. Let's focus on what you saw. What did these kidnappers look like? I'll never forget that voice. Low and rough. Like sandpaper across your face. Not much to go on, but a tough and commanding voice can get someone pretty far in the violence business. What else? The woman was dressed in, I think it was a kind of hazard suit. The man had some sort of metal brace on his arm. Maybe some kind of improvised armor? A lot of hired guns do that to look tough. The hazard suit is interesting. Not many mercs can afford something that fancy. What else do you remember about them? The man who killed my wife. He had a handgun. I didn't get a clear look at it. But that sound... Could have been a large caliber revolver. Huh. I'm starting to get a clearer picture of the kind of man our perp is. Anything more you can tell me? One of them came right up to me. Bald head. Scar across his left eye. Wait. It couldn't be. You didn't hear the name Kellogg at all, did you? Who is he? Do you think he has Shaun? It's way too big of a coincidence. Ellie, what notes do we have about the Kellogg case? The description matches. Bald head, scar, reputation for dangerous mercenary work, but no one knows who his employer is. And he bought a house here in town, right? And he had a kid with him, didn't he? Yeah, that's right. The house in the abandoned West Stands. The boy with him was around 10 years old. You said he lives here? He's still in town? They both vanished a while back, if I'm remembering right. But that house is still there. Let's you and I take a walk over to Kellogg's last known address. See if we can snoop out where he went. Security doesn't really go to that part of town, but you two should still be careful. I always am. Okay, wir haben schon mal einen ordentlichen Batzen an neuer Information bekommen. Das ist fantastisch. Und endlich geht's voran, endlich geht's voran. So. I didn't want Ellie to hear this, but I think you should know. You read the paper? Everything I dug up Damn about sense. Kellogg before his Hiding among disappearance us. is bad news. He's more than just a mercenary. He's a professional. Quick, clean, thorough. Has no enemies, because they're all dead. Except you. 9 to 1 odds says he's our man. It's more than just you identifying his distinguishing features. The M.O. is all him as well.
Leading a small team to kidnap a baby and leaving one of the parents alive for later? Not many mercs in the Commonwealth can pull that off. Auf jeden Fall werden wir den Wichser kriegen. Und zwar ganz fies. Und ich freue mich darauf, dem richtig fies weh zu tun. Also ganz, ganz böse, doll ins Gesicht. Here we are. Keep an eye out, will you? See if I can get this open. I got your One back. heck of a lock. Got something to hide, Kellogg? Why don't you give it a try? Don't think I can pick this. No luck? Guess we'll need to find the key. See that platform in the distance, near the city entrance? That's the elevator to the mayor's office. Why don't you go ask around there? I'll stay here and see if I can jimmy this lock. Bitte geh nicht drauf. Bitte geh nicht drauf. Pass bitte auf, was du tust. Du bist lustig, du bist interessant. Wo du ein komischer Roboter bist. No, that would be suicide. The bat was to hit his only defense as he ran the bases. Whoever had the ball on the opposing team would try to throw it at his head to knock him out. That's Who needs a haircut? Everyone needs a haircut. Step up. Who's really in control of Diamond City? Read the Nö, nö, public. nö, nö, nö. So, dann fahren wir da nochmal nach oben. Haben wir ja in der vorletzten Episode irgendwie sowas schon gemacht. Keine Ahnung. Und dann hoffen wir mal, dass wir was richtig Schönes bei rausbekommen und dass der Mayor auch sagt, der Bürgermeister, yo, hier gibt's einen Schlüssel für you. Pieper. Why doesn't the mayor come out of his office, huh? He's afraid of talking to the press? I bet if I said I was with the Institute, he'd come running. You ever think maybe you could get a man's attention easier if you use softer words, honey? Maybe shout a little less? Oh, that reminds me of this article I'm writing about the mayor's affair with a certain airheaded blonde. Oh, look who it is. What brings you to the mayor's office, huh? What are you doing here, Piper? Nuh-uh. Not until it's in print. You can read all about it in the next issue. Ich brauche Charisma. If you are done crowding the reception area, Miss Piper, the mayor needs to make time for more responsible citizens. I was just leaving anyway. Bis bald. The mayor's receiving visitors as long as they aren't members of the press. Did you need help? So I can just head in and talk to McDonough? Go right ahead. His office is open. He likes to make time for everyone when he can. Oh, cool. No funny business around the mayor. Got it? Ja. So. Wir sind einfach mal... Ah, yes. So. I remember you, our new arrival. I wish I was in your shoes, getting to see our glorious city for the first time. How can I help you? Nick Valentine wanted me to see you. Did he now? Some investigation, I assume? You two aren't trying to get me into hot water now, are you? I'm looking for a key to a house in the city. I assume the mayor's office has a copy. Well, we don't have every key in the city. Where would we put them all? Besides, every citizen in my city has a right to their privacy. Now, if we did have a key, only the owner can ask for it. That's my final word. Please, Mayor McDonough. This man Kellogg kidnapped my son. I need to find him. Oh, of course. I will do everything in my power to help you overcome this horrible personal tragedy. I remember Mr. Kellogg. Didn't like him myself. Paranoid. Never talked to anyone. I doubt you'll find him. But I insist you take the key to his old house. It's been abandoned, though. I'm afraid this whole thing might be fruitless. Puh. Mayor McDonough? I'm happy to help. But I must remind you not to get your hopes up.
Mr. Kellogg is long gone and not the type of man who leaves a trail. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Können wir ein bisschen was klauen? Können wir ein bisschen was klauen? Nee, eigentlich will ich nicht klauen. Ich klaue ja auch nichts. Ich gucke ja nur. What the fuck? Was hat der denn hier alles? Giddy up, Buttercup. Giddy up. Ich guck ja nur. Mach ja nichts. Ich guck ja nur. Jetzt hört doch auf zu meckern. Ist hier irgendwas? Desk, File Cabinet. Nischt. Na ja, gut. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas Interessantes ist. Need something, honey? Housing permit? Hm? Geneva. Need something, honey? Housing permit? Looking for a job? Well, let's hear about the permit. We have one home available. It's in the center of town, right near the market. You can do whatever you like with the interior, and all the tools you need to make your own furnishings are provided at no extra charge. Ooh. Tell me more about this house. The previous owner bought an adjacent warehouse and knocked down a few walls, so it's bigger than most. And he left behind his old tools, so you'll have everything you need to modify the inside however you see fit. Ooh. Na, das ist ja geil. Ja. I'll take it. Here's the key. Let me be the first to welcome you as a resident of the Great Green Jewel. Yay! Ich hab ein Haus. Jetzt ein richtiges. Nicht mehr so ein komisches Ding, was wir da in Sanctuary Hills haben, wie auch immer. Yay, cool. Party. So, aber erstmal werden wir uns zu Valentine begeben. Der Valentin. Schauen wir mal, was der Valentin so zu sagen hat. Vielleicht sind es ja Informationen, die interessant sind. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Da ist der Abgang. Da geht's ab. So. Deine Mutter will hübsch aussehen. So. Oh, ich finde das so cool, dass der auch raucht. Got the key? All right, let's head in. You do the honors. So. Eigentlich wollte ich euch ärgern und das ist in der nächsten Episode. Kellogg must have left something behind. Mit euch zeigen. Screwdriver. Place seems small to you? Figured a guy like Kellogg would think big. Hier oben muss ja irgendwas sein. Hier sind Handschellen. Nothing here. Did you check out that desk? Welcher Desk? Nee, weil ich den nicht anwählen kann. Telling you, something's not right. Look for anything out of sorts. A switch, a button. Ja, ich weiß, ich sehe es ja hier unten. Da ist er. Well, that's one way to hide a room. Well, look at this. All of a Merc's favorite things. Hey, Valentine. Why don't you search that table? Then we'll compare notes. Aber Oil, used oil can. Gwinnett Stout beer, 44 caliber bullets, and cigars. San Francisco Sunlights. Interesting brand. Won't lead us anywhere on its own, though. Any suggestions, Nick? What about dog meat? Commonwealth mutt like him can track a man's scent for miles.
Why don't you go fetch him and let him have a whiff? See if he picks up the trail. Before you head out, I know this is personal business. If you have to face Kellogg on your own, just say so. Any words of wisdom? Kellogg really is the one who kidnapped your son. Then he's dangerous. But so are you. You don't need to be afraid of him, or anything else the Commonwealth throws at you. Außer Death Claws. I want you with me on this, Nick. All right. Now let's get that bastard. This is your show from here on out, okay? You say jump, I'll say how high. I've been told the Valentine Detective Agency signs are an eyesore, but they sure bring in the business. Okay, dann haben wir das. Inside you got, Sind wir schon wieder überladen? Ach so, ja. Just a bunch of junk in here. Ja, dann gehen wir raus. So, dann würde ich sagen, holen wir uns Dog Meat. Begeben uns nach Gekröse City. Obwohl, nö. Nö. Wir beenden die Episode und schauen uns dann mal hier im, Ach! Dog Meat ist ja hier. Dog meat. Get the scent, boy. Got something, boy? Yay! Sehr schön. So, wir haben jetzt hier erstmal Pause. Wir sind schon, oh Gott, ganz schön lange. Gut, also, dann wie immer vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen nach oben lassen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Alles Gute, bleibt cremig und fluffig. Mein Name ist Talladir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!